Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Und heute wollte ich mich nochmal einem Thema melden, was wir letztes Mal zusammen mit dem Mozone auf meinem Kanal hier angeschnitten haben. Wer das von euch noch nicht gesehen haben sollte, da geht auf jeden Fall die Empfehlung raus. Und zwar, ja, wissen vielleicht schon die ein oder anderen Leute, am Freitag, dem 5. Januar, startet die EU9-Welt um 16 Uhr. Das heißt, ihr könnt euch ab dem 29. Dezember bereits schon einen Charakter dafür vorerstellen, um euch halt auch die 25 Pilze zu sichern. Und ja, am 5. Januar geht es dann los. Und der Server wird halt kein 0815 Server, sondern das ist erstmal der erste Server in 2024. Und der startet direkt mit einer Neuerung. Und das hatten wir halt in dem Video hier angesprochen gehabt. Wie gesagt, das könnt ihr euch sehr gerne mal reinziehen. Das geht zwar 1 Stunde 16, wenn ihr die Zeit dafür habt, aber hier haben wir auch ein Thema angesprochen, was vielleicht sehr interessant ist für den einen oder anderen. Ich zeige euch mal einen kleinen Ausschnitt davon. Was wollte ich sagen? Was spicy daran ist, das Thema Expeditionen kommt wieder auf EU9. Oh, okay, okay. Und das wurde, ich habe ein paar Infos dazu bekommen, das wurde mir halt gesagt, dass das überarbeitet wurde. Okay. Und nicht nur eben, ja, so ein bisschen hier irgendwie Gold, XP angepasst, so klassisches Balancing, sondern alle auch dahingehend angepasst, dass das mehr so, ja, man könnte sagen Skill-based, dass man sich, dass man taktisch vorangeht und eben entsprechend auf Gold oder auf XP spielt, dass die Auswahl oder die Spanne dazwischen größer ist. Mhm. Oh, sehr interessant. Und eben, das macht es, ich war da direkt hellhörig, ich so gedacht, geil. Das will ich auf jeden Fall leaken, auf jeden Fall, das ist geil. Ja, also ein sehr interessantes Thema auf jeden Fall. Das Expeditionsevent kommt wieder zurück auf EU9 und wird wahrscheinlich auch dort fest verankert sein. Und es wird wahrscheinlich in etwas abgewandelter Art und Weise passieren. Wir hatten ja schon ja, in der Vergangenheit auf verschiedensten Beta-Servern das Ganze getestet. Wie gesagt, gönnt euch gerne das Video, da sind sehr viele Insider-Informationen auch drin und wie ich finde, ein sehr, sehr schönes Video geworden mit dem Mozone zusammen. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert und könnt ihr sehr gerne mal vorbeischauen. Und ja, meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall notwendig, dass das Expeditionsevent früher oder später auf jeden Fall wieder zurückkommen wird. Und es war auch klar, dass sie auf jeden Fall in der Zukunft was daran zusammen ja auch machen werden müssen, weil halt eben ja das Thema auf EU7 oder wo war es? Ja, ich glaube auf EU7 war das gewesen. Das war auch, glaube ich, die Gilde. Das war die Gilde, wo der Sergio gespielt hatte im Gemüsegarten. Grüße gehen raus, falls du das sehen solltest an der Stelle, Sergio. Ne? Und ja, da ging das Ganze mit dem Expeditionsevent auf jeden Fall so los und hatte auf jeden Fall auch Wellen geschlagen. Mir persönlich hatte das auch sehr gefallen und das wird jetzt halt nochmal in abgewandelter Art und Weise dann nochmal jetzt auf EU9 wirklich stattfinden und da bin ich sehr gespannt, wie sie das umsetzen, weil halt eben Mo auch im Video gesagt hatte, dass das Ganze halt eben ja nochmal balance-technisch nochmal ein anderes Niveau erreichen wird, weil halt eben man sich jetzt aussuchen kann, möchte man mehr auf XP spielen, möchte man jetzt mehr auf Gold spielen und das war halt eben auch der Kasus Knacktus bei dem Expeditionsevent gewesen in der Vergangenheit. Wohin? Wo wollen Shakes and Fidget mit Playa Games damit hin? Weil unterm Strich hast du wirklich keinen, ja, gravierenden Unterschied gemerkt zu dem normalen Alu-Geklicke, weil du halt eben, ja, fast eventuell ja, das gleiche bekommen hast oder du hast halt minimal mehr Gold bekommen oder teilweise mehr XP, hast halt dafür dann weniger Gold in der Quest bekommen. Es war so, ja, du hast halt keinen richtigen Unterschied gemerkt und die Leute waren sich halt auch nicht sicher, präferiere ich jetzt das Expeditionsevent über die normale Abenteuerlust. Und da bin ich halt eben explizit auf EU9 sehr gespannt, wie sie das dann halt eben handhaben wollen. Dass es mehr so Skill-based mäßig ist, dass man sich halt eben auch aussucht, auf welche Fährte möchte ich gehen. Möchte ich mehr der XP-Spieler sein, möchte ich mehr das Goldeinkommen pushen. Und wie das eben Mo auch in dem Video angeteasert hatte, dass es da eine gewisse Skill-Kurve oder irgendwie sowas in die Richtung geben wird.
Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Falls ihr das Ganze natürlich nicht verpassen wollt, dann kann ich euch natürlich nur wärmstens empfehlen, ein kostenloses Abo hier auf dem Kanal dazulassen, um halt in Zukunft auch nichts weiterhin irgendwie zu verpassen in der Richtung, denn ab dem 5. Januar geht es hier auf jeden Fall auch weiter mit dem neuesten Server und dem Expeditionsevent. Was das Ganze auf anderen Servern betrifft, da kann ich euch tatsächlich jetzt noch nicht allzu viel zu sagen, denn was haben wir hier? Gegen Krieger müssen wir jetzt noch einmal gewinnen irgendwie. Ja, schauen wir mal, ob wir den Sir Webster hier geklatscht kriegen jetzt. Ja, es sollte kein Problem sein, wenn ich mich auf Stufe 700 neu equipped habe. Jetzt hat er noch momentan gerade eine... Oh mein Gott, 1,8 Millionen Leben. Also es war ja wirklich jetzt wieder um Schamhaaresbreite das Ganze hier verpasst auf jeden Fall. Und ja, da bin ich halt, wie gesagt, sehr gespannt. Ich kann euch nicht genau sagen, ob das Ganze dann halt auch noch auf anderen Servern gleichzeitig released wird oder ob das wieder so ein... Ach, das gibt's doch nicht. Ob das wieder so eine Testphase wird? Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, genau, das kann halt sein, dass es eben auf wie auf EU7 ist, dass es halt wirklich nur ja, Server 9 betrifft, EU9, oder halt eben ja, auf allen anderen Servern irgendwie noch stattfinden wird. Ja. Wäre natürlich geil, wenn das Ganze halt eben auch auf anderen Welten auch gleichermaßen gejoint wird. Ne? Ja, das wäre natürlich super, dass alle die Möglichkeit haben, das zu testen und nicht nur die Leute, die auf EU9 spielen. Ja. War ja auf EU7 zum Beispiel nicht der Fall, dass man das ja 3 Monate so getestet hat. Ja, aber auf der anderen Seite muss man auch wieder dazu sagen, ist es ja auch ganz gut vielleicht so, dass sie halt das erstmal so auf einem Server getestet haben, bevor sie es auf den anderen. Ist natürlich ein Live-Server, nicht der Beta-Server. Ne? Die haben das ja vorher schon auf Beta-Servern gebracht und jetzt ist es halt eben ja, EU9, wo sie vielleicht eine neue abgewandelte Art des Expeditionsevents erstmal auf einen Server testen, bevor es dann auf allen Servern released wird. Wie wird es dann sein? Ist es dann nur ein kurzzeitiges Event oder wird es dann dauerhaft implementiert werden? So, ne? Ja, da hast du da auf jeden Fall auch irgendwie, du hast ja auf EU7, du spielst ja immer noch dort, ne? Ja. Hast da ja auch eine sehr renommierte Gilde, habe ich ja auch im Gemüsegarten sehr, sehr gerne bei euch gespielt, muss ich mal so sagen. Mhm. Und ja, da hatte ich dich ja vorhin, da hatte ich sogar Grüße raus an dich gerichtet, ne? Ja, das habe ich mitgekriegt. Ja, echt? Ja. Was, ich habe das Video gesehen. Das, wo ich die Grüße aus dem Gemüsegarten, ja, okay. Ah, ja, okay, daher kennst du hast du das mit den Grüßen gesehen, ne? Das kommt, ja. Okay, weil ich hab dich nämlich eben gerade in diesem Video auch live gegrüßt tatsächlich. Ach, ja. Hast du das? Das hast du aber nicht mitgekriegt, ne? Nee. Wie soll ich das mitkriegen? Ich weiß nicht. Kann ja nicht überall sein. Ja, das stimmt. Okay, na, da warst du, glaube ich, auch nicht da gewesen, glaube ich, ne? Ich weiß jetzt noch nicht mal, ob du jetzt genau da bist. Nee, du bist nur eine Schattengestalt irgendwie. Ja, keine Ahnung. Also auf EU7 hatte ich ja bis dato eigentlich einen sehr, sehr positiven Eindruck von dem Expeditionsevent. Das war ja bei dir nicht anders. Du hattest ja auch einen sehr positiven Eindruck. Vor allem war das ja auch, was Zeit anbelangt. Genau. Ich hatte aktiv bei euch in der Gilde jeden Tag die Alu gespielt, weil du die halt innerhalb von 3 Minuten erledigt hast. Ne? Ja. Und danach konnte man halt eben andere Server auch betreuen, sag ich mal. Also man musste halt jetzt eben abwägen, ist das jetzt die effizienteste Art und Weise zu spielen? Man weiß es nicht, aber du hast deine Abenteuerlust innerhalb von 3 Minuten fertig gehabt. Ja. So, und deswegen habe ich auch wirklich so lange auch auf dem Server, klar, natürlich auch wegen euch, ne? Das ist ja glasklar, ne? Klar wie Kloßbrühe, ne? Aber auch deswegen, weil man halt eben nichts verpasst hat. Und auf den neuen Servern ist es jetzt auch wieder so, dass man, die Abenteuerlust einfach so runterspielen muss und da spiele ich schon wieder meine Alu nicht mehr. Also auf den neuesten Servern jetzt EU8 ist es schon wieder so weit, dass es bei mir mit der Alu kracht. Also da ist bei mir gute Nacht, Marie. Also da spiele ich meine Alu jetzt auch schon wieder seit ein paar Tagen nicht mehr. Muss ich leider so gestehen. Ja, das ist natürlich ein ziemlich großes Problem. Ich bin gespannt, wie das ist, wenn man einen größeren Fokus darauf setzen kann, ob man XP oder Gold tatsächlich haben kann, ob man dann da ein bisschen mehr Zeit für investieren muss, weil Fokus heißt für mich ja im Grunde, dass ich auch mehrere kleine Entscheidungen treffen muss, um auf mein gewünschtes Ergebnis zu kommen. Wie das denn gelöst wird, weil ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwie 3 Expeditionen vorgeschlagen kriege. Eine davon hat einen Gold-Vorteil, die andere einen XP-Vorteil und die andere ist so ein Mischmasch aus beiden. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil...
Ja, ich bin da sehr gespannt drauf, weil es halt wahrscheinlich eine komplett andere Abwandlung sein wird von dem Expeditionsevent, von dem, was wir halt eben so kennen. Ne? Und deswegen, ja, du wirst wahrscheinlich auch auf EU9 spielen. Ja, auf jeden Fall. Und das Ganze vielleicht auch mal testen. Vielleicht spielen wir auch zusammen. Mal schauen, mal sehen, was wird. Was wird? Was wird, genau, ja. Und ja, deswegen bin ich ziemlich gespannt, was uns in der Zukunft erwartet. Ich denke mal, 2024 wird ein sehr cooles Jahr werden in Bezug auf Shakes & Fidget. Viele Sachen stehen an. Angefangen jetzt mit dem Expeditionsevent, dann im ersten Quartal werden auch noch die ersten weiteren Fusionen kommen. Mein Main-Server wird damit auch drunter fallen. Das wird auf jeden Fall ein ziemliches ja, wie nennt man das, ein ziemliches Wirrwarr an ja, Zusammenschließungen geben und andere Dynamiken entstehen und ja, ziemlich interessant, ziemlich spannende Angelegenheit und natürlich auch wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder ja, viele Updates rund um Shakes & Fidget. Da bin ich sehr gespannt, was da noch so auf uns kommen wird. Die Zukunft sieht meiner Meinung nach sehr rosig aus. Ja, sehe ich genauso. Ja, wie mein Rosenduft, den ich hier im Schrank zu stehen habe. Der riecht gut. Ja, das ist eine gute Rose. Ich habe hier gerade irgendwas am Arm gemerkt. Aber hier ist doch gar keiner. Irgendwie wurde ich hier... Spinne ich jetzt schon? Hallo? Ich könnte schwören, dass hier jetzt gerade irgendjemand gewesen ist irgendwie. Ich habe ja den Sergio vorhin gegrüßt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er jetzt irgendwie, ja, um mich herum gewesen ist, als ob ich ihn so mäßig raufbeschwört habe durch die Grüße. Ich weiß es nicht. Kennt ihr das? Manchmal hat man so das Gefühl, dass irgendwie Personen um einen rum sind, obwohl die gar nicht in eurer Anwesenheit sind, so, ne? Oder ja, ob man so denkt, habe ich jetzt gerade geträumt? Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall, falls ihr auch so das Gefühl haben solltet, dann schreibt es mir sehr gerne mal in die Kommentare. Ja, ansonsten war es das soweit von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und Grüße gehen raus an den Sergio. Ja, falls du das sehen solltest. Vielleicht sehen wir uns ja dann auf EU9 nochmal. Man weiß es nicht. Mal schauen. Und ja, Dankeschön fürs Dabeisein. Dankeschön fürs bis hierhin gucken. Und ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Du bist ruhiger geblieben, als ich erwartet habe, tatsächlich. Das Twerken hat mich fast aus der... Ich habe es im Augenwinkel gesehen und habe gedacht, nein, jetzt guckst du nicht rüber. Und dann musste ich aber noch mal kurz rüberschauen. Aber ich konnte mich zusammenreißen. Ja.